tatsächlich die deutschen Automobilbauer, Da müsste sicherlich noch mehr tun. Das ist nicht aus Warum wird das Ganze nicht bei uns eingebaut? Wo sind die entsprechenden Autos? Das Fahrzeug zum Beispiel kommt aus Serbien, bekommt 910 PS. Das Fahrzeug ist gerade aus Dubai gekommen, bekommt 702. Der hier ist aus Deutschland, kriegt 560 PS. Und der letzte in der Reihe 680 PS, auch Deutschland. Ja, und das ist das Auto, was ich jeden Tag fahre. Mein Lupo 3 Liter TDI, Verbrauchswunder. Passt eigentlich gar nicht so wirklich ins Firmenkonzept, aber als technikliebender Mensch ist das eigentlich das hochtechnologischste Auto, was es lange Zeit zu kaufen gab. Wie ist der Zustand des Fahrzeugs? Ich sehe jetzt den Verbrauch gerade. So, schönes Auto, Herr Welzlau. Wie viel verbraucht er so? Zwischen 6 und 6,5 Liter je nach Fahrweise. Es kommt ein bisschen darauf an, den anderen Bleifuß hat, der braucht natürlich einen Dieselzuschlag, muss er bezahlen. Okay, jetzt hat Ihre Frau den Wagen zuletzt gefahren. Vielleicht hängen Sie auch ein bisschen dran. Was sagen Sie denn dazu, wenn wir den jetzt komplett auseinanderbauen? Ist eigentlich sehr schade, so ein schönes Auto auseinanderzuschrauben. Dann könnt ihr die Rohmaterialien nehmen, die Sie sicherlich dann verwenden auch, um das Auto leichter zu machen. Aber eigentlich ist das zu schade. Meine Frau geht mit einem weinenden Auge ab. Na, was meinen Sie denn, auf wie viel Liter kommen wir so beim Verbrauch? Je nachdem, wenn Sie entsprechend leicht machen können, dann werden Sie sicherlich mit 4,5 Liter hinkommen. Oder 5 Liter, also in dieser Richtung. Wie gesagt, eine Frage des Fußes. Okay, na, wir sind da ein bisschen ehrgeiziger. Schauen wir mal. Hallo Jan. Hey Lars, hi. Moin moin. So, das ist das gute Stück. Großes Aggregat, das wir hoffentlich nachher dann nicht mehr brauchen werden. Ja, was sagst du denn? Schöner Kauf, gut gekauft. Ja? Da machen wir was draus, oder? Okay, ja, will ich sagen. Da werden wir ne? schon einiges dran finden. Alles klar, super. Als die Idee an mich herangetragen wurde, habe ich gleich gedacht, sehr gute Idee. Schön, dass wir es endlich machen können, weil ich habe schon sehr lange drüber nachgedacht. Wie ist jetzt das amtliche Endergebnis? Das Fahrzeug in diesem Ausrüstungszustand wiegt 1360 Kilo. Wir wollen ja auf 1000 Kilo runter. Glauben Sie, dass wir das schaffen? Mit sehr viel Mühe und sicherlich auch einigen Komforteinbußen. Es wird sehr schwierig sein, aber ich drücke Ihnen die Daumen.
Wir fahren die europäische Richtlinie nach. Diese Richtlinie setzt sich zusammen aus 4 städtischen und einem außerstädtischen Anteil. Er befindet sich gerade im städtischen Anteil. Danach schließt sich der außerstädtische an. Und am Schluss dieses Versuches werden wir sehr genau wissen, was dieses Fahrzeug an Kraftstoff verbraucht. Ja, dann würde ich mal sagen, beide dann. Also wir finden grundlegend, dass die Autos heutzutage das Hauptproblem haben, dass sie viel zu schwer sind. Man muss viel zu viel Masse ständig beschleunigen, verbraucht deshalb auch zu viel Kraftstoff. Und man braucht auch ständig einen relativ großen Motor, um noch akzeptable Fahrleistungen zu haben. Deshalb war unsere Grundidee, das Auto so leicht wie möglich zu bauen, um dann in Verbindung mit sogar einem kleineren Motor, als normalerweise eingebaut ist, auf ähnliche Fahrleistungen zu kommen und insgesamt deutlich den Verbrauch zu reduzieren. Man sollte auch über den ganzen Komfort nicht die Umwelt vergessen. Und wenn wir da einen guten Kompromiss draus finden, dann ist es genau das Auto, was wir bauen wollen. Ja, da haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Ja, dann probieren wir die mal, ne? Probieren wir mal. Boah, Ganz schön schwer. mein lieber Mann. Fast 25 Kilo die hintere Tür. Vorne waren auch schon 32. Was meinst du denn, wie viel können wir denn insgesamt wohl sparen? Schreiben wir mal auf. 4. Tür vorne. 40. Wie viel haben wir denn dann? Das sind über den Daumen 340 Kilogramm. Also so gute 100 Kilo fehlen uns noch. Ach, Da bist du noch mal gefordert. Da müssen ja, die ich weiß, Lieferanten nicht, noch wo mal man, ran. ich weiß nicht, wo man da noch 100 Kilo sparen soll. Was denkst du? Finden wir noch was? Wenn wir weiter zerlegen, werden wir noch was finden. Gut, wir hatten in dem ersten Schritt die Statik der Karosserie gemessen, den kompletten Liegestraftzeit messen. So, den Statik machen wir dann noch hier sehen, dass die Mondkörper. Das ist ein Hermann. Hallo. Was halten Sie denn jetzt von dem Konzept? Das Konzept, was Sie jetzt in Angriff nehmen, ist ja eigentlich, dass Sie ausgehend von einem Serienfahrzeug eine Art 3-Liter-Auto bauen wollen. Die Vorgehensweise ist eigentlich genau die, wie man es machen muss. Sie müssen eigentlich Gewicht reduzieren, Sie müssen Fahrwiderstände reduzieren und Sie müssen dann natürlich als endgültige Maßnahme das Antriebsaggregat auf die neuen Gegebenheiten anpassen. Ja, sprich also einen kleineren Motor mit einer etwas geringeren Leistung einbauen. So. Das heißt also von daher, von der Vorgehensweise genau richtig.
was mir besonders aufgefallen ist, das hohe Gewicht der Hinterachse. Das hat mich doch schon sehr verwundert, dass heutzutage in Zeiten von Leichtbau noch so schwer konstruiert wird. Und auch das Gewicht des Motors und des Getriebes. Zum einen an einer ungünstigen Stelle platziert, zum anderen natürlich einfach nur Ballast im Auto. Das hat mich schon negativ beeindruckt. Andererseits auch wieder sehr positiv, weil daraus resultiert, dass wir eine Menge sparen können. Im ersten Blick sage ich, ist ein Stahlhilfsrahmen, können wir durch Aluminium. Wenn der Motor in Ordnung ist. Ich habe gesagt, der Motor ist in Ordnung. Bisschen auf. Was machst du denn da? So, Sesam, öffne dich, guck hin.